Manchmal langweilig mit mir, wenn ich dann bloß rumhocke und in der Gegend rumschaue. Aber ja, ich hatte mal eine Zeit lang, da war unsere Lebenssituation ein bisschen schwieriger und dann habe ich es vermisst. Dachte ich, Mensch, ich kann überhaupt nicht mehr träumen. Ich nehme immer bloß noch, das ist jetzt so und ich habe keine Zukunftsträume nicht gehabt. Aber ja, manchmal sind es auch zu viele, aber ist gut. Man selber kann das nur bestimmen. Nur du allein. Lebe deinen Traum, deine Vision. Denn wie lange dauert die Zeit schon, die wir auf dieser Erde verbringen? Fang an, lass dich nicht abhalten, sofort zu beginnen. Du bist zu einem ganz besonderen Leben auserkoren. Doch denk dran, was du jetzt versäumst, ist für immer verloren. Lass dich nicht von Menschen entmutigen, davon abhalten, denn du selbst musst dir dein Leben gestalten. Nur Gott allein sollte dein Wegweiser sein. Drum nimm ihn von Anfang an mit in deinen Traum hinein. Jetzt darf man wieder träumen. Ich nehme euch jetzt mit. Ich weiß nicht, kennt ihr den Brombachsee? Die meisten, glaube ich, schon, der ist bekannt. Ich nehme euch mit zum Brombachsee. Macht mal die Augen zu und genießt den Brombachsee. Blauer Himmel, Sonnenschein, Luft und Wärme hüllen mich ein. Der Katamaran gleitet leise, sanft dahin.
Ich bin nichts anderes als ich bin. Die Farbe des Himmels spiegelt sich im See. Goldene Spitzen tanzen auf ihnen ihre Melodie. Eine glitzernde, leuchtende Sinfonie. Meine Beine baumeln über der Reling im Takt. Die Seele singt, lacht vor Freude. Was für ein erholsamer Tag ist das heute. Augen saugen die Landschaft in sich auf. Ein Cappuccino setzt zudem noch die Krone drauf. Zart streichelt ein Lüftchen meine Wangen und spielt mein Gesicht. Alles ist Leichtigkeit, hat kein Gewicht. Der Katamaran gleitet leise, sanft dahin. Fantastisch, herrlich, Genuss pur. Nur, leider fängt nun die Schiffssirene an zu tönen. Meine Seele beginnt bestürzt aufzustöhnen. Bitte, bitte, gönnt mir noch eine kleine Weile. Die Welt da draußen ist immer so in Eile. Hier habe ich Ruhe, bin im Einklang mit der Natur. Doch schon tickt sie, die weltliche Uhr. Eine männliche Stimme aus dem Mikrofon spricht mit freundlichem Ton. Wir legen nun an, die Fahrt ist beendet, schönen Tag noch und ich werde ungnädig emporgeworfen aus des wohltuenden Sommertraumes Grund. Vorbei dieser Einklang, diese Freude, dieses Glück. Doch ich bin mir sicher, eines Tages kehre ich nochmals hierher zurück. Und ich kehre oft dann hin zurück, muss ich sagen. Und ich darf fast immer sagen, ja, wir fahren jetzt hinten, Tommy ist da immer bereit, wenn er auch einen Cappuccino kriegt. Gibt da was zu essen und zu trinken. Oder zu essen und zu trinken, genau. Aber es ist halt immer dann doch eine Stunde Fahrt darüber. Und es ist oft so, wenn wir von der Zeit her nicht so bald dran sind früh, dann ist oft sehr viel Verkehr, viele Laster und so. Und da kann man schlecht überholen, die Strecke. Und dann passiert sowas öfters mal. Tja, jetzt habe ich es verkehrt. Sehend. Gleich. Sehen wir. Danke. Du hast es auch. Ich habe das Verkehrte geschaut. Menschlich. Mensch fährt im Auto flott dahin. Hat lauter Gutes nur im Sinn. Da zockelt einer vor ihm her. Sein Sinn verändert sich nun sehr. Was ist das für ein lahmer Depp? Fahr schneller, sonst schieb ich dich weg. Kann der nicht ein klein wenig Tempo machen, statt zu gestikulieren und zu lachen? Na klar, die Transuse ist nicht von hier. Mach doch mal Pause, genieß ein fränkisches Bier. Mensch ereifert sich immer weiter. Dabei begann seine Fahrt doch so heiter. Alle möglichen Schimpfworte fallen ihm ein. Und damit ist er bestimmt nicht allein, denn hinter ihm folgt eine lange Schlange. Bieg schon ab. Darauf warten wir schon lange. Oder drück wenigstens aufs Gas, du alter Doldi. Da tönt aus dem Radio ein Oldie. Ein Mensch wie du, ein Mensch wie ich. Mensch schämt sich plötzlich wörtlich. Was waren das für hässliche Gedanken? Mensch weist seine Emotionen in ihre Schranken. Denn würde jeder im anderen den Menschen sehen, würde es in unserer Welt anders zugehen. Doch weil wir alle Menschen sind, kommt nicht nur Gutes uns in den Sinn. Gut. Könnt ihr euch vorstellen, wie es in unserem Auto aussieht? Nicht jeder empfindet dies so. Manchen ist es eine Last. Er ist nicht froh, als Mensch auf diese Erde zu wandeln und wird manchmal zum Tier durch sein unmenschlich Handeln. Leider. Aber wenn ich euch alles anschaue, dann weiß ich, dass wir alle Menschen sind. Ja, ich komme nochmal zum Urlaub zurück. Wir sind viele, viele Jahre, Jahrzehnte im Sommerurlaub
nach Sizilien gefahren. Das ist heute eigentlich noch unser großer Traum, immer wieder Sizilien. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht wie uns. Ich war immer ganz erpicht hinzufahren, bin es auch heute noch, aber es ist eine lange Strecke dorthin und ja, jetzt machen wir halt mehr in Urlaub, meistens jedenfalls, wenn überhaupt. Aber im Sommer ist es halt so, wenn ich mich jetzt so umhöre, die meisten fliegen weit weg, jeder will in die Wärme. Ja, und wir wollten es auch immer. Sommerurlaub. Endlich wieder Sommerzeit. Mensch freut sich und ist bereit, sich ins Schwimmbad zu begeben. Doch wie so oft in diesem Leben fehlt eine winzige Kleinigkeit. Es regnet leider weit und breit. Die Sonne lässt sich nirgends blicken. Im Süden ist's heiß, erfährt Mensch mit Entzücken. Packt schnell seinen Koffer, bucht einen Flug, denn vom Regen hat er jetzt genug. Kaum in der Wärme angekommen, wird gleich ein Bad im Meer genommen. Es entrinnt ihm wohl wegen der Hitze ein Stöhnen, doch lässt er sich gern von der Sonne verwöhnen. Und das nun täglich, welche Freude. Noch 2 Wochen, meint er, nicht schon wieder heute. Mensch wünscht sich allmählich zurück nach Hause, denn dort macht der Regen gerade Pause. Man meldet daheim nun auch 30 Grad im Schatten. Mensch kann es nunmehr kaum erwarten, wieder auf seinem eigenen Balkon zu schwitzen und wenn es abends abkühlt, am Fernseher zu sitzen. Er denkt sich, immer das Gleiche, wenn ich fortfahre. Wird's zu Hause schön, das ist doch klar. Doch bis nächstes Jahr hat er es wieder vergessen und ist ganz auf seinen Urlaub im Süden versessen. Wir sind in Sizilien auch ein paar Mal auf dem Ätna gewesen. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Oder ist er, ja. Und das ist ja ein fantastischer Vulkanberg. Wenn man da so rauf fährt und dann so langsam den Duft wahrnimmt von dem Ginster, der da also blüht, also es ist fantastisch, dieser Berg. Also das Schönste hat mir immer gefallen, das von unten rauffahren, weil da hat man so langsam dann mitgekriegt, die Vegetation da und wenn man dann auch weiter raufkommt, hat man gesehen, wie diese Seilbahnen, die immer wieder neu gebaut wurden, immer wieder zerstört waren und wie dann Häuser auch von der Lava praktisch überflossen wurden. Also für mich war es immer fantastisch, das alles zu sehen und doch wieder zu sehen, was da alles wieder wächst. Aus dieser Lava kommt es dann wieder und also wie fruchtbar das alles wird. Ja, Lavastein und Hämatit. Lavastein und Hämatit lassen Gedanken schweifen, nehmen auf Reisen mit. Italien, Land der Sonne im Süden, wo das Meer rauscht, Vulkane wüten, Stromboli, Ätna, Vesuv, haben den furchterweckenden Ruf zu explodieren und zu spucken, haben ihre ganz eigenen Mucken. Es wird gesagt, dass dort die Götter wohnen, welche Menschen bestrafen, aber auch belohnen. Was der Berg bei einer Eruption ausspuckt, wenn die Erde bebt, der Himmel zuckt, entwickelt sich zu einem fruchtbaren Garten. Es braucht Geduld. Man muss nur warten, bis die Lava langsam zur Erde zerfällt. Moosflechten entstehen, Ginster, das Schwarz aufhellt. Dann kommen Menschen, Pflanzen, Orangen, Zitronen, freuen sich, auf ihren Berg zu wohnen, danken für die reichliche Ernte, haben keine Angst, dass er vielleicht ihr Haus zermalmt, ziehen fröhlich hinauf, wo er weißlich qualmt, fertigen Ketten aus Lava und Hämatit. Touristen nehmen sie gerne mit. Also ich, wenn ich am Ätna oben war, ich konnte nie aufhören. Die waren dann auch sehr günstig und da musste man Geschenke mitnehmen von diesen Lavaketten. Die haben also sehr schön gearbeitet immer und ja, das waren immer so Urlaubserinnerungen.
Zeitlich sind wir jetzt schon so weit. Ich lasse euch jetzt im Urlaub praktisch so. Die haben ja die Urlaubszeit, die Sommerzeit ist da. Ich weiß nicht, ob ihr wegfahrt, aber auch zu Hause finde ich, kann es sehr, sehr schön sein. Ja, ich gebe euch jetzt noch, heute ist dein Tag, das Gedicht mit und dann dürfen wir nochmal von dir zum Ausklang was hören. Ja? Mhm. Heute ist dein Tag. Vergiss das Gestern und das Morgen. Heute ist dein Tag. Vergiss die Nöte und die Sorgen. Heute ist dein Tag. Leb frei und froh und tu das Deine. Heute ist dein Tag. Du bist auf Erden nicht alleine. Heute ist dein Tag zum Lieben und zum Lachen. Heute ist dein Tag, mach deine Augen auf und erwache. Heute ist dein Tag, ein Geschenk allein für dich. Heute ist dein Tag, pack es aus und freue dich. Heute ist dein Tag, er wird vergehen. Heute ist dein Tag, drum lebe, lass ihn nicht verwehen. Heute ist dein Tag. ganz herzlich, dass du mich da so unterstützt hast. Das hat mir ganz viel Freude gemacht. Also ganz